Hallo, guten Morgen. Ich bin Penelope und ich möchte euch heute einladen in mein kleines neues Refugium, mein Tiny House. Kommt einfach mit mir. Das ist mein neues Reich, mein Tiny House, in dem ich seit November 2022 wohne. Hier sind wir in meinem Wohnbereich. Wie ihr seht, klein, fein, wunderschön. Ich liebe es. Ja, Tiny House habe ich mir mal vor vielen Jahren, es sind jetzt schon 5 Jahre, Gedanken darüber gemacht, dass ich ganz gerne mich reduzieren würde und was Eigenes haben möchte. Reduzieren heißt einfach, ich brauche nicht mehr alles, was ich früher mal hatte, kann ich loswerden. Und was Eigenes war für mich einfach wichtig, dass es mir gehört, dass mich keiner einfach so quasi so schnell rausschmeißen kann. Das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Da kann ich mich gemütlich hinsetzen, da kann ich zum Beispiel am Laptop arbeiten. Da sehe ich einfach raus, ich sehe auch gleich, wer kommt. Das ist nicht nur super bequem, sondern das ist ja auch ein Schlafsofa. Und was noch besser ist, das ist nämlich noch ein ganz großer Stauraum da drin. Also hier ist zum Beispiel die Tasche für meine Enkelkinder. Dann habe ich ganz viele Reisetagebücher. Die sind auch hier drin. Mehrere kleinere Ordner. Und mein Badmintonschläger. Da wäre vielleicht ganz gut, ich würde den mal rausholen. Dann habe ich hier noch einen Tiny House Kleiderschrank, also auch tiny. Der hat nicht nur den Inhalt der Kleider, sondern auch zum Beispiel CDs und ein paar Handtücher für Gäste. Naja, es ist tatsächlich einfach klein und fein und ich habe auch reduziert mit den Kleidern. Von daher passt es einigermaßen gut. Ich bin ja Frankreich-Liebhaberin. Schon lange. Und ich bin Weinliebhaberin. Und das habe ich gefunden, die Novinophobie, die Angst davor, dass der Wein ausgeht, kann bei mir nicht passieren. Das Tiny war für mich eben die Möglichkeit, in meinem Alter keine Schulden mehr zu machen. Ich wollte einfach was Kleines haben, ich brauche nichts Großes und selbst eine Einzimmerwohnung hätte im Stuttgarter Raum, wäre mir einfach zu teuer gewesen. Und wie gesagt, in meinem Alter, ich mache keine Schulden mehr, das möchte ich nicht mehr. Deshalb war das Tiny eigentlich genau passend für mich. Der Tag dann, als das Tiny tatsächlich hierher transportiert wurde, das war so spannend, ich konnte es irgendwie gar nicht so richtig fassen. Ich stand dann hier drin mit ausgebreiteten Armen und dachte, boah, es ist da. Ich war super euphorisch am Anfang, habe davon geträumt, von meinem Tiny House. Aber die größte Hürde war tatsächlich, einen Stellplatz zu finden. Also tatsächlich zwischendurch war ich so ein bisschen am Aufgeben. Und dann kam so der Lichtblick, die Firma, die Tiny Häuser plant, die habe ich getroffen. Und der Grundstücksbesitzer hier hat mit denen Kontakt aufgenommen. Und ja, hier bin ich, hier steht's. Ja, da sind wir jetzt schon vom Wohnzimmer in die Küche gekommen. Das ist meine Küche. Klein, aber fein. Klein und fein heißt zum Beispiel, dass mein Backofen kürzer ist als andere Backöfen. Er ist genauso breit wie andere, aber er ist kürzer. Das reicht mir vollkommen. Der Kühlschrank ist leider auch etwas kleiner als andere. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber gut, ich komme damit klar.
Was ich unbedingt haben wollte, also keine normale Küche, sondern ich war schon immer, habe ich angefangen, auch Weinkisten zu sammeln. Die sind fast alle aus Frankreich, die ich dann selbst auf Flohmärkten zum Beispiel gefunden habe. Eine stammt aus Argentinien, die sollte weggeworfen werden, die habe ich dann auch eingesammelt. Und eine habe ich dann auch schwarz gemacht, den Teil, wie die Wand. Ja, und hier seht ihr den Bordeaux Supérieur. Mais non. Das ist kein Wein, das ist eine Pfeffermühle. Bei meiner Einrichtung hier ist mir einfach wichtig, dass es individuell ist. Es ist meins, das hat sonst keiner. Ich habe dann halt einen eigenen Bezug dazu. Da habe ich Hand angelegt sozusagen, habe was gemacht und habe dann auch hier zum Beispiel die Griffe schwarz gemacht, weil ich dachte, das passt gut. Das macht mir einfach auch Freude, solche Dinge zu verändern. So, hier bin ich wieder und ihr seht, es ist was ganz Besonderes an meinem Fenster. Vielleicht habt ihr es bemerkt, es geht nämlich nach außen auf. Und das ist super und das wollte ich von Anfang an, da habe ich auch wirklich dran gedacht, auch mit den Terrassentüren dasselbe. Weil, wenn das nach innen aufgehen würde, ich könnte auch nicht kochen in der Zeit. Also war klar, das muss nach außen aufgehen. Aber was ich toll finde, ich kann halt hier Kräuter, ich habe ja einen kleinen Kräutergarten, nicht angelegt, sondern von sich aus gewachsen. Ich kann also hier Kräuter schneiden, dann steige ich da drauf und lege die da hin und dann habe ich die schon da. Nun gehe ich durch die einzige Tür des Hauses, weil die Haustür, die zählt ja nicht als Tür des Hauses. Das ist meine schöne alte Tür zu meinem kleinen Badezimmer. Das ist wirklich klein. Also ganz besonders finde ich hier meine alte Nähmaschine als Tisch für mein Waschbecken. Dann habe ich hier einen Spiegel, da dahinter kann man auch so unsichtbar Sachen unterbringen. Ich habe natürlich auch eine Waschmaschine, das war mir super wichtig. Also ohne Waschmaschine geht einfach gar nicht. Und falls ihr euch wundert, warum hier eine Reisschale steht, man sagt, im Tiny House muss man unglaublich viel lüften, dass das Holz nicht die Feuchtigkeit anzieht. Und ich habe gelesen, dass Reis eben Feuchtigkeit aufsaugt. Die Schale muss man etwa alle 14 Tage leeren. Das heißt, ich muss dann leider Reis wegwerfen, aber für mich ist es wichtig, dass das Haus nicht feucht wird. Deshalb steht die da. Was auch besonders ist, mein Klöchen ist kürzer als andere. Also das ist natürlich wunderbar, aber es ist ein bisschen kürzer. Und hier, wenn ich da jetzt mal zumache, da unten gehen ja die Treppen hoch. Hier, das ist Treppe. Und jetzt kommt der absolute Abstellraum, sogar mit Licht. Und da seht ihr jetzt meinen Abstellraum, die Seite. Und dann gibt es den zweiten Teil. Das ist der hier. Das ist sozusagen der Besenschrank mit Putzmittel, Tüchern. Also das ist großartig, weil da kann man wirklich einfach so viel unterbringen. Was auch interessant ist, das sind diese Platten hier in Rot. Und zwar ist ja gedacht, das Tiny House im Ganzen zu transportieren. Und da ist es eben, wenn man das fließt, sehr gefährdet, dass die Fliesen beim Transport reißen. Und diese nennt sich Trespa-Platten. Die sind ursprünglich für Außenfassaden konzipiert. Das heißt, die sind eigentlich unverwüstlich. Nun dürft ihr mich in mein Schlafloch begleiten, aber vorher zeige ich euch nochmal Stauraum. Eine Treppenschublade, da ist Fahrradzeug drin. Eine etwas größere Treppenschublade, bis jetzt noch Betriebsanleitungen, kommt später was anderes rein. Und dann geht es hier hoch, es ist eng. Hier seht ihr noch meinen Stromkasten. Also ich bin komplett an Strom, Wasser, Abwasser angeschlossen, habe auch Telefonleitung. Dann kann man hier die schmale Treppe hochgehen. Und dann geht es hier um die Ecke, direkt ins Schlafloft. Einer meiner Träume hier, den ich auch verwirklichen konnte, das ist, oben zu schlafen. Ich fand eigentlich schon immer oben schlafen, also zum Beispiel Stockbetten, die man früher hatte, fand ich total toll.
Aber ich war 12 Jahre lang ein Einzelkind. Ich hatte nie ein Stockbett. Und hier habe ich einen Überblick über mein Reich. Ich kann hier runter gucken. Ich kann auch hier raus gucken in meinen Garten. Das ist einfach toll. Ich liebe es, hier oben zu schlafen. Hier vorne habe ich mein sogenanntes Bücherregal. Das ist kein Regal, sondern das ist einfach der Platz am Bett. Und ich finde, das sind nicht alle Bücher, aber viele. Und ich finde es so schön, das ist so eine Umrandung. Ich habe schon einen Moment lang darüber nachgedacht, wie lange kann ich denn da hoch, die Treppe. Und dann habe ich das aber ziemlich schnell wieder irgendwie weggeworfen und halt gesagt, ich lebe jetzt und heute und nütze es aus, solange ich das eben machen kann, solange es meine Gelenke mitmachen. Zu meinem Tiny House gehört auch noch ein Garten. Da nehme ich euch jetzt einfach mit nach draußen und dann schauen wir uns den auch noch an. Was hier auch noch wirklich toll ist, dass ich einen Teil des Schuppens mieten konnte. Und das ist prima, weil es sind ja doch Sachen, die man im Tiny House auch nicht so gut brauchen kann. Hier habe ich mein Fahrrad drin stehen und dann so Dinge wie Raclette und Fondue und Holz für die Feuerschale zum Beispiel. Und das ist wirklich Gold wert, dass ich das hier alles abstellen kann. Ja, und wenn man ein Haus baut, dann muss man natürlich auch einen Baum pflanzen. Und was ist es? Ein Kirschbaum. Ich liebe Kirschen. Es dauert allerdings 3 Jahre, bis er Früchte trägt. Aber ich werde mich halt gedulden und ihn pflegen und gießen und für ihn sorgen. Ja, wenn ich mein Haus so angucke, dann bin ich stolz drauf. Ich kann da drin wohnen, leben, genießen. Das ist irgendwie ein großartiges Gefühl. Ich habe lange Zeit darauf hingearbeitet und auch so immer gedacht, wenn ich dann in Rente gehe, dann wäre das jetzt noch die Krönung irgendwie, hier dieses Haus zu haben. Das ist jetzt einfach so, hier lebe ich jetzt bis zum Ende. Das war meine Roomtour durch mein Tiny House. Wenn ihr noch mehr Häuser oder Wohnungen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klickt hier oder hier. Macht's gut. Tschüss.